Angela Sibinovic. Ich spiele Bratsche. Aber irgendwie kam mir ein bisschen tieferer und dunkler Ton immer besser vor, also ein bisschen angenehmer. Ich habe trotzdem mit der Geige erst angefangen, aber schon nach 2 Jahren habe ich die Bratsche entdeckt und hat es mir wahnsinnig viel gefallen. Und dann war es schon klar, dass ich sicher die Bratsche auswählen würde. Hindemith hat für die Bratsche viel geschrieben, er war selbst der Bratschist. Und wir haben nicht so viele virtuosen Stücke wie die Geigen, weil man versucht, diese Stücke auf die Bratsche zu spielen. Es wird nicht so brillant klingen wie bei der Geige. Deswegen finde ich, dass Hindemith viel für unsere Literatur gegeben hat, weil es klingt einfach sehr effektvoll sozusagen, aber ist noch immer spielbar. Bei ihm sind alle Dissonanzen wie eine reine Intervalle gesehen. Und wenn man sich damit am Anfang beschäftigt, es ist ja nicht wirklich klar, dass das so sauber sein muss wie ein reines Intervall, weil normalerweise spielt man selbst einfach falsch, weil ja, es ist dissonant. Bei ihm lernt man, dass Intonation einfach so sauber sein muss, dass die dissonante Intervalle plötzlich auch wie eine reine Intervalle klingen müssen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich viele Konzerte besucht und es gibt viele große Namen, die ich live auch gehört habe. Aber irgendwie, weil ich so viel Kammermusik schätze, für mich waren die größten Einflüsse meine Kollegen sozusagen, weil ich besonders die in der gleichen Alter wie ich sind und wenn die noch so gut spielen, ich kriege einfach so viel Motivation und ich finde, dass wenn man zusammenspielt, das ist für mich mindestens die größte Freude. Also es gibt natürlich viele, wie gesagt, Namen, die ich gehört habe, auch Orchesters, natürlich in Wien, aber so persönlich, dass so ein großer Einfluss auf mich ist, sind wirklich meine Kollegen sozusagen. Ja. Ich bin wirklich sehr empfindlich und manchmal denke ich mir, dass ich nicht wirklich spielen soll, sondern einfach Musik zu hören und genießen, weil für mich ist jeder Ton einfach, ich kann es nicht beschreiben und es ist sehr schwer zu sagen. Es gibt wirklich bei jedem Konzert ein paar Momente, wo ich mich wirklich denke, bin ich sehr dankbar, dass ich Musik mache.